Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Linux und IT-Sicherheit selbstverständlich. Wir wollen uns heute mit Borg beschäftigen. Borg ist ein Backup-Tool und meiner Meinung nach viel zu wenig bekannt und deswegen möchte ich euch das heute mal vorstellen. Es ist ein reines Kommandozeilentool, das heißt es gibt keine grafische Oberfläche, also nichts clicky bunti oder wie man so schön sagt, aber dafür ist es sehr, sehr mächtig und kann ziemlich viel. Und selbstverständlich könnt ihr das sowohl auf dem Server benutzen, den ihr vielleicht habt, als auch auf eurem Raspberry Pi, als auch selbstverständlich auf eurem Linux Desktop oder etwaigen virtuellen Maschinen. Also alles in allem ein ziemlich vollumfängliches Backup-Tool, das dann natürlich auch, weil es Verschlüsselung unterstützt, in die Cloud synchronisiert werden kann, wenn ihr das wollt. Also, ja, gönnt euch. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Naja, wir wollen es erstmal natürlich installieren. Das wäre dann über sudo apt-get install Borg Backup. Das hier ist ein ganz normales Ubuntu. Das ist die 22.04 Variante. Und ja, selbstverständlich könnt ihr das hier einfach installieren. Ist natürlich bei mir schon gemacht. Okay, als nächstes wollen wir ein Verzeichnis dafür anlegen. Das heißt, ihr könnt hier einfach make-dir und euren Repo-Namen angeben. Ich habe das jetzt mal schon gemacht. In meinem Fall heißt das Ding Borg Repo. Das heißt, ich habe hier quasi gesagt, make-dir Borg Repo. So, existiert wie gesagt auch schon. Gut. Und als nächstes wollen wir hier ein Repository oder das Repository füllen mit unserem Backup. Und dazu müssen wir es initialisieren und dann natürlich auch ausführen. Das heißt, mit Borg init kann ich hier erstmal ein Backup-Verzeichnis initialisieren. Ich habe auch hier wieder ein paar Möglichkeiten. Vor allem eine Möglichkeit ist dann natürlich interessant, nämlich kann das ganze Ding verschlüsseln. Ihr habt hier drei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt -e none ein, oder, dann wird es nicht verschlüsselt, würde ich euch nicht empfehlen. Oder ihr gebt -e keyfile an. Dann müsst ihr im nächsten Schritt eine Schlüsseldatei auswählen, die zum Beispiel irgendwo rumliegt. Oder ihr gebt das Ganze einfach als -e repo key an. Dann werdet ihr nach einem oder nach keinem Schlüssel gefragt, beziehungsweise ihr könnt ein Passwort quasi auswählen. So, okay. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den repo key. -e repo key und sagen, in welchem Verzeichnis soll das Ganze liegen. Naja, in meinem Home-Verzeichnis in Borg Repo. Cool. Und ja, jetzt darf ich ein Passwort mir ausdenken. Das sollte bitte ein sehr, sehr, sehr gutes Passwort sein, das ihr euch irgendwo notiert, im besten Fall in eurem Passwortmanager. Und genau, dann kann ich mir hier einmal ganz kurz mein Passwort anzeigen lassen. In meinem Fall war das jetzt Ubuntu. Wie gesagt, das ist eine virtuelle Maschine, das ist nicht mein tatsächliches System. Also bildet euch nicht darauf ein, dass das hier ein gutes Passwort wäre, aber ihr könnt es euch anzeigen lassen, damit ihr sicherstellen könnt, dass das auch wirklich das ist. Okay, jetzt haben wir ein Verzeichnis und dort wird jetzt alles reingebackupt. Tatsächlich werden eure Dateien nicht mit eurem Passwort verschlüsselt, sondern mit einem eigenen Schlüssel. Und den habt ihr natürlich, da ihr jetzt keinen Schlüssel angegeben habt, liegt der auch im Verzeichnis drin. Das steht hier unten. Wenn man den Repo-Key benutzt, dann ist der Schlüssel im Repository drin. Das heißt, ich zeige euch das mal eben. Unter Borg Repo finden wir hier einmal alles, ja, da steht dann eben auch das alles drin. Und den Schlüssel könnt ihr erst dann benutzen, wenn ihr selbstverständlich euer Passwort dazu habt, ja. Das heißt, ihr könnt den Schlüssel mit Borg Key Export exportieren und zum Beispiel auch ausdrucken. Das funktioniert. Und eure Passphrase, die braucht ihr dann noch zusätzlich, also ihr braucht beides dazu, ja. Wir machen das jetzt einmal ganz kurz und ich sage Borg Key Export. So, dann sehen wir hier schon, was für Optionen ich habe, also ja, wo ich im Endeffekt hin möchte. In meinem Fall sollte ich da vielleicht doch das Repository angeben und das wäre unter home/Borg Repo. So, okay, also das hier ist jetzt quasi mein Borg Key. So, den sollte ich jetzt von mir aus quasi in eine Datei sichern oder zum Beispiel einfach in meinen Passwortmanager reinschreiben und natürlich das Passwort ebenfalls irgendwo sichern. Das sind so die beiden wichtigen Sachen, denn ohne diesen Schlüssel könnt ihr natürlich euer Passwort nicht wiederherstellen. Dürfte klar sein. Also nochmal, das Ding müsst ihr sichern, extern irgendwo. Okay, jetzt haben wir aber erst dieses Repository angelegt. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Naja, jetzt kann ich im Endeffekt diese ganzen, also die ganzen Dateien, die ich hier irgendwo habe, kann ich jetzt hier in einem Archiv anlegen. Und kleine Warnung an der Stelle, dazu braucht es sehr viel Speicher.
Ich mache dazu jetzt mal eine Datei ganz kurz und zwar unter, ja, haben wir hier irgendwo was? Wir haben ja hier noch nichts drin, ne? Ich habe ja auch nichts als letztes verwendet, das heißt, ja, ist ja gut. Das heißt, ich mache mal hier kurz eine Datei, test.txt. So, und hier schreiben wir was rein, ASDF zum Beispiel. Okay, also wir wollen jetzt, dass quasi unsere Verzeichnisse hier mitgesichert werden. So, das ist quasi unsere Intention hierbei. Und das machen wir mit Borg Create. Mit Borg Create baut ihr euch eine neue Sicherung. Ja. So, ich habe das jetzt nochmal ganz kurz nach oben gemacht, damit wir es auch besser lesen können. Also Borg Create, bauen wir uns eine neue Sicherung. Jetzt, die Idee ist, wir wollen nicht nur eine neue Sicherung bauen, sondern wir wollen halt auch noch ein paar andere Sachen angeben. Zum Beispiel wollen wir eine Komprimierung haben. Das heißt, wir wollen nicht die Dateien alle 1:1 so speichern, wie sie eben gedacht waren oder wie sie ursprünglich aussehen auf der Festplatte, sondern wir wollen sie natürlich möglichst komprimiert, möglichst klein dann auch darstellen. Und dazu gibt es Komprimierungsalgorithmen, zum Beispiel eben NaN, das wäre eben keine Komprimierung, das ist der Standard. Ihr könnt aber auch zum Beispiel LZ4 oder wir benutzen zlib angeben. So, und ja, jetzt wollen wir angeben, okay, was wollen wir denn hier, was wollen wir sozusagen überhaupt, oder wohin wollen wir sichern? Das wäre bei mir in home/borg-repo. Und mit einem Doppelpunkt geben wir an, wie unser Archiv heißen soll. Wir machen hier mal ein Testarchiv draus. Und normalerweise gibt man hier dann an, zum Beispiel, welches Datum haben wir, welche Uhrzeit haben wir. Solche Sachen kann man dann wunderbar in den Namen angeben. Würde ich euch dringend empfehlen. So, wir sichern die Ordner home/Bilder und home/Downloads. Und wenn ihr noch mehr angeben wollt, könnt ihr das einfach hier hinten dran direkt machen. Home/Dokumente und so weiter und so fort. Ja? Also so viele hinten dran angeben, wie ihr Lust habt. So, was ist passiert? Ich bin ein Dulli. Ich habe das ganze Ding klein geschrieben. Man muss das T hier groß schreiben. So, und ja, jetzt sehen wir hier, ich muss ein Passphrase angeben. Ich will euch noch kurz was zu diesen Komprimierungsalgorithmen hier sagen. Da gibt es nämlich einige dazu. Also, ich habe einmal ganz kurz gesagt gehabt, wir haben NaN zur Auswahl. NaN ist, wie gesagt, keine Komprimierung. Geht wahnsinnig schnell, dann so ein Backup zu machen. Es ist ja quasi nur Daten kopieren und verschlüsseln. Ja? Das ist allerdings natürlich dann auch sehr, sehr platzfressend. Nicht so geil. zlib oder LZ4 sind die beiden Komprimierungsalgorithmen, die ein bisschen mehr komprimieren. Also zlib ist LZ4 ist so sehr, sehr schnell, aber eben halt nicht so stark komprimiert. Also nur eine leichte Komprimierung, sehr nah an NaN eigentlich dran. Dann haben wir zlib. Zlib ist mittelmäßig schnell, aber auch ein bisschen besser komprimiert. Und das, was ich ganz gerne benutze, ist LZMA. LZMA ist tatsächlich die stärkste Komprimierung. Vor allem, wenn man eine Stufe mit Komma 9 hinten dran hängt, dann ist diese Stufe tatsächlich die sehr, sehr krasse Komprimierung und dadurch verbraucht das Ganze am Ende weniger Festplattenspeicher, braucht aber natürlich dementsprechend sehr viel länger. So der Standard, wenn man einfach nur LZMA angibt, dann ist das die Stufe 6. Wir können aber hochgehen, wie gesagt, bis zu Stufe 9. Und ja, dann haben wir eine sehr starke Komprimierung, sehr wenig Festplattenspeicher, dauert aber echt lange. Deswegen muss man so für sich entscheiden, was ist denn eigentlich mein Ziel? Möchte ich zum Beispiel das Ganze in die Cloud hochladen? Am Ende ist ja verschlüsselt, wie gesagt, den Schlüssel habe nur ich. Und in der Cloud brauchst dann halt irgendwie meinen Platz, den ich halt nur begrenzt habe zum Beispiel. Oder auf der anderen Seite, ich habe unendlich viel Cloud-Speicher, aber meine Internetleitung zum Beispiel ist limitiert. Ja, hier, mein Problem. Dann ist natürlich auch sinnvoll, wenn man eine starke Komprimierung hat und sich das eben nur einmal kurz hochladen muss, weil es halt dann sehr viel weniger Platz nimmt. Okay, also wir machen hier einmal Borg Create mit unseren ganzen Einstellungen. Übrigens, ihr könnt, ich mache das nochmal kurz weg, ihr könnt hier auch noch so tolle Sachen angeben, wie ihr wollt eine Progress Bar haben, wobei ich das seltenst mal mache. Also, das macht halt in den meisten Fällen einfach nicht so viel Sinn für mich, weil ich das Ganze hier automatisiert einfach jeden Tag einmal laufen lasse. Fertig. So, ihr könnt aber auch so Sachen machen wie Exclude. Ja, ihr könnt Ordner ausschließen.
Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, ey, ich möchte mein ganzes Home-Verzeichnis, aber eben nicht den Borg-Repo-Ordner bitte mit backuppen. So, das heißt, ihr baut euch hier quasi das Home zusammen, aber sagt Home Borg-Repo bitte ausklammern, exkluden eben. Kann man auch wunderbar machen. Gut, wir lassen es jetzt aber mal so. Und mein Schlüssel, ups, jetzt habe ich mich schon vertippt, das ist natürlich ganz toll. Mein Schlüssel ist das hier. So, und jetzt sehen wir hier, okay, irgendwas ist gerade passiert. Was ist denn gerade passiert? Gehen wir doch mal rein. Gehen wir doch mal in Borg Repo rein. Jetzt sehen wir hier Data, wir sehen hier Nonce, wir sehen Integrity, Index, Hints, bla bla bla. Und wir sehen hier Data 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, das sind einfach binäre Dateien, mit denen kann niemand was anfangen. Aber ich kann die jetzt im Endeffekt für mich speichern. Und das ist natürlich genau das, was ich am Ende haben möchte. So, jetzt nehmen wir an, ich übertrage meine Dateien dorthin, wo ich sie brauchen kann. Ich kann diese ganzen Daten hier sinnvoll wieder verwenden, bla bla bla. Und irgendwann bin ich in dieser doofen Situation, dass ich zum Beispiel meine Backups brauche. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Nämlich einmal, ihr könnt das Ganze extrahieren. Indem ihr sagt, okay, ich möchte da und dahin extrahieren, sozusagen mit Borg Extract. Das heißt, was wir jetzt machen, ist zum Beispiel Borg Extract. Ihr könnt natürlich hier auch wieder Exclude benutzen, machen wir aber nicht. Unser Repo ist immer noch unter Home/Borg Repo. Und jetzt müssen wir hier das Archiv auswählen. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Test wäre das, was wir extrahieren wollen. Und wo wir es hin extrahieren wollen, machen wir es einfach mal in Home. So, und dann brauche ich natürlich hier wieder meine Passphrase. Und wir sehen, einmal ganz kurz warten, wir sehen hier, aha, in Home ist der Ordner, Moment, Home, Morpheus, so, hier finden wir Bilder und hier sehen wir test.txt. Das ist das, was ich vorhin eben hatte. Und hier haben wir auch noch Downloads, Firefox.temp. Das ist quasi das, was bei mir in meinem Backup drin war. Wie gesagt, in Bilder ist eben diese test.txt und in Downloads ist dieses Firefox.temp. So, die beiden hat es mir jetzt also hier inklusive der Ordnerstruktur übrigens, also Home und dann so und so weiter und so fort. Die Ordnerstruktur ist mit übernommen. Das seht ihr hier. Also ich habe in Home extrahiert und in Home drin habe ich jetzt einen Ordner namens Home, Morpheus, Bilder, Downloads. So, das wird alles mit extrahiert. Das ist Extract. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, die vor allem bei komplexeren Datenstrukturen, also eben wegen dieser ganzen Ordnerstruktur, vielleicht sinnvoll sein kann, wäre, ihr extrahiert das Ganze nicht direkt, sondern ihr mountet das Borg Repository an einen gewissen Zielpfad. Und das ist ziemlich geil. Denn ja, damit kann ich quasi relativ eigenständig damit umgehen und mir sagen, ey, diese Dateien brauche ich, diese Dateien brauche ich nicht, kann mir alles angucken und so weiter und so fort. So, also was wir machen können ist, wir können hier sagen Borg Mount und mein Repository wäre, eigentlich kann ich das hier nehmen, Borg Mount. Und ich möchte in /mnt mounten. Ich mache jetzt einfach mal mnt Borg zum Beispiel zum rein mounten. So. Must be writable directory. Ist das nicht writable? Das ist doof. Ja, natürlich, ich habe die Rechte nicht. Okay, nehmen wir ein anderes Verzeichnis. Nehmen wir home/mount. So. Habe ich nicht erstellt, stimmt. Make dir. Sorry. So. Okay, und mein Passphrase ist selbstverständlich hier wieder. So, und was ich jetzt habe, ist, ich kann jetzt hier quasi hergehen und sehe, ich habe hier mein Mount-Verzeichnis drin, was ein Home enthält, was Morpheus enthält, was Bilder enthält, was test.txt enthält, ist aber quasi wie ein Laufwerk, ja. Das ist dann mein Laufwerk, das ich natürlich dann noch einfach wieder rauswerfen kann und dann ist eben hier nichts mehr drin. Dann ist eben dieses Borg Repository wieder weg. Das heißt, ich kann mir quasi einzeln meine Dateien cherrypicken, die ich eben brauche und die dann eben wieder herstellen. Das ist wahrscheinlich für die komplexeren Strukturen dann doch irgendwie sinnvoller. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie groß wird das alles irgendwann? Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass diese ganzen Backups irgendwann sehr, sehr, sehr riesig werden. Vor allem, wenn man irgendwie jeden Tag ein neues erstellt und die alten niemals löscht. Und das ist tatsächlich ein großes Problem und deswegen wollen wir uns noch ganz kurz damit beschäftigen, wie kann ich denn alte Backups da wieder rauslöschen. Das ist eine weitere sehr wichtige Funktion tatsächlich. Okay, also was ich brauche ist natürlich ein Pruning und das geht über Borg Prun, ja, Borg Prun.
Sorry, das musste sein. Und wenn ihr es testen wollt, übrigens, das gilt für die oberen Sachen auch, dann könnte ich hier einen Dry Run angeben, machen wir jetzt allerdings hier mal nicht. Wir können vor allem beim Prune würde ich euch -V empfehlen. Und hier können wir angeben, wie viele Archive wir behalten wollen und wie viele wir löschen wollen. Ihr könnt euch zudem eine Liste ausgeben mit denen, die am Ende gelöscht werden und die am Ende behalten werden. Und ja, ich mache das jetzt mal so, damit wir möglichst viele Ausgaben haben. So, jetzt können wir hier sehr, sehr viele Sachen angeben. Und zwar einmal Folgendes. Wir sagen, wir wollen insgesamt in der letzten Zeit alles behalten, was innerhalb eines gewissen Zeitraums liegt. Zum Beispiel, was innerhalb der letzten Woche liegt. Ein W, ja. Dann würden wir alles behalten, was innerhalb der letzten Woche liegt. Ein H wäre innerhalb der letzten Stunde, ein D wäre innerhalb des letzten Tages, ein M wäre innerhalb des letzten Monats, ein Y wäre natürlich innerhalb des letzten Jahres. Und ihr könnt ja eine Zahl angeben, die euch eben passt. Das wären die letzten 100 Jahre. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube, eine Woche ist ganz sinnvoll. So, zusätzlich können wir aber auch sagen, wir wollen jeweils ein Archiv der letzten so und so viel Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre behalten, damit man eben auch ein festes Rollback hat, falls irgendwas krass Gravierendes passiert. Ja? Das heißt, wir behalten von den letzten 8 Monaten, von den letzten 100 Monaten zum Beispiel, behalten wir immer ein Backup. Und das kann man angeben, indem wir hier einfach sagen, keep daily, also quasi der letzten so und so viele Tage behalten wir ein Backup pro Tag. Der letzten so und so viele Stunden wäre keep hourly und weekly gibt es dann natürlich noch, ja, weekly und yearly gibt es natürlich auch noch. Also so und so viele Backups der letzten, ein Backup der letzten so und so viele Jahre behalten wir oder Monate oder Tage. Ich mache jetzt mal Folgendes. Der letzten 7 Tage behalten wir ein Backup, das ist die letzte Woche. Der letzten keep monthly ist gleich der letzten Monate behalten wir 12. Also von den letzten 12 Monaten behalten wir jeweils ein Backup oder von den letzten 24 Monaten behalten wir ein Backup und von den letzten Jahren keep yearly behalten wir jeweils von den letzten 100 Jahren behalten wir ein Backup. So, das ist ganz sinnvoll, würde ich behaupten, denn was ihr dann im Endeffekt macht, ist Folgendes. Von der letzten, also ihr behaltet alle Backups der letzten Woche, das ist vielleicht ein bisschen viel, ihr sagt aber, der letzten 7 Tage behalte ich immer ein Backup zusätzlich. Der letzten 24 Monate behalte ich ein Backup, also 1 pro Monat. Und jedes Jahr der letzten 100 Jahre behalte ich auch ein Backup. So habt ihr immer ein Backup pro Jahr, auf das ihr im Notfall zurückgreifen könnt. Oder einfach, um mal ganz cool zu sein und mal in eure Vergangenheit reinzugucken. Jetzt müsst ihr natürlich noch angeben, wo das Ganze liegt. In unserem Fall war das in home/borgrepo. Und schon haben wir das hier. So. Und ja, genau, das ist jetzt quasi meine Regel, die ich hier drauf angewandt habe. Das müsst ihr allerdings jedes Mal aufs Neue angeben. Ja? Das berechnet nur automatisch, welche gelöscht werden sollen, welche nicht gelöscht werden sollen. Hier steht dabei zum Beispiel Keeping Archive, also wir wollen es behalten, das Archiv Test mit dem folgenden Fingerprint und vom folgenden Datum. Das ist eigentlich so das einzige Archiv, was wir aktuell haben und das wird sowieso wegen der ersten Regel schon direkt behalten. So, da ist quasi within ist die Regel. Also within 1 week. Und klar, dann bleibt das natürlich erhalten. Gut, ja, also damit könnt ihr relativ viel machen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Borg init, Borg create, Borg init zum Anlegen des Repositories, Borg create, um ein Repository, ein Backup zu erstellen, extract, um es zu extrahieren, mount, um es zu mounten, und prune,
um es eben zusammenzustauchen wieder, damit ihr nicht unendlich viele habt. Und jetzt würde ich euch empfehlen, baut ein Skript daraus. Baut es zum Beispiel mit Python oder mit Bash und automatisiert eure Backups, sodass sie einfach jeden Tag oder sogar jede Stunde, keine Ahnung, was für einen Bedarf ihr habt, einfach mal durchlaufen. Und damit könnt ihr schon sehr, sehr gut darauf achten, dass eben hier nichts passiert. Und dadurch, dass sie verschlüsselt sind, könnt ihr sie sogar in die Cloud hochladen. Das ist ziemlich angenehm. Natürlich solltet ihr bitte ein besseres Passwort benutzen, als das, was wir hier benutzt haben, als Beispiel. Im besten Fall sogar könnt ihr eine Schlüsseldatei benutzen, zum Beispiel ein SSH-Key oder sowas. Das haben wir ja auch kurz angesprochen. Ja, und das dann einfach bitte Offsite irgendwo hinspeichern und schon habt ihr eigentlich ein sehr zuverlässiges Backup. Ich hoffe, es hat euch gefallen und an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf was aufmerksam machen. Denn die nächste Jobmesse erwartet euch natürlich auch wieder von Get in IT an der Stelle mal. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Möglichkeiten, die ich schon mit euch hatte. Leider kann ich dieses Mal kein Speaker sein. Wie ihr wisst, bin ich ab heute, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video hier seht, bin ich in Sommerpause. Für nicht lange, nur für 2 Wochen und danach schauen wir mal, was passiert. Aber natürlich geht es trotzdem weiter. Und zwar am 30. Juni für euch ganz normal, wie üblich, die IT Security Job.io. Das heißt, wenn ihr einen Job in der IT Security sucht, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt wieder über 20 Unternehmen, um genau zu sein, 21. Es sind mehr geworden seit letzter Woche, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und wenn ihr jetzt draufklickt, sind es wahrscheinlich noch mehr geworden. Unternehmen, die euch suchen und euch wirklich sehr, sehr coole Vorträge dann auch zum Großteil bieten. Manchmal könnt ihr auch einfach euch mit den Leuten dort unterhalten und die geben euch schon allein so einen Einblick in dieses Berufsleben, wie das eigentlich niemand anders kann, weil eben niemand anders dort arbeitet. Genau, also guckt auf jeden Fall vorbei und redet mit den Leuten. Ich finde solche Gespräche immer super faszinierend. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal dann. Wann das sein wird, das werdet ihr merken. Bis dann. Ciao.